40% mehr deutsche Touristen in Georgien. Stimmt das wirklich? Nun, der Jan hat mir einen Artikel weitergeleitet und da drin steht genau das, und zwar auf das erste Quartal 2026 bezogen im Vergleich mit dem ersten Quartal 2025. Und tatsächlich fast 40% deutsche Touristen Zuwachs im, in dem besagten Zeitraum soll es gegeben haben. Und ich denke mal, vielleicht wurde Georgien ja von den Deutschen als Winterurlaubsort neu entdeckt. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, vielleicht arbeitet jemand beim Reisebüro von euch oder so, der mir das sagen kann, der irgendwie Pauschalreisen auch vermittelt, ob Georgien jetzt plötzlich einen neuen Boom gekriegt hat oder überhaupt jetzt erstmal neu entdeckt wurde. Zumindest habe ich schon gemerkt, dass immer mehr Deutsche generell auch Georgien kennen überhaupt. Früher war das ja so nach dem Motto Georgien, keine Ahnung, ist das süß, kann man das essen, ist das ein Tier oder ja, man wusste gar nichts damit anzufangen und das ist noch gar nicht so lange her und oder hat es als amerikanisches Bundesland oder US-amerikanisches Bundesland gehalten. Und mittlerweile höre ich von immer mehr Leuten, dass Georgien ja interessant ist und da wäre auch mal eine Idee, dahin zu fahren. Jetzt noch keine genaue Planung, aber es ist so ein bisschen ins Auge gefasst. Und das Interesse scheint mittlerweile da zu sein. Und das zeigen auch die Zahlen aus 2025. Denn es gibt viele Länder, wo Georgien als Urlaubsort zugelegt hat. Generell gibt es ein touristisches Wachstum von 7 bis 8% ungefähr. Und die Haupttreiber sind zum Beispiel China mit 44% Zuwachs. Sehr interessant, ein großes Land mit vielen Menschen. Äh, Vielleicht gibt es jetzt bald ganz viele Chinesen in Georgien, die das für sich entdecken. Was auch zugelegt hat, sind Touristen aus den Ländern, also eher so im Nachbarbereich wie Aserbaidschan plus 33%, Israel plus 29%, aber auch die Klassiker, halt Russland hat auch zugelegt, zweistellig, 11% mehr. Polen hat zugelegt, also generell die EU, Polen, Frankreich, um die 20%. Euch Franzosen muss ich natürlich sagen, falls ihr das jetzt versteht, weil ich spreche ja Deutsch, dass ihr mit Französisch hier nicht weit kommt. Ansonsten, wenn ich sage hier in Georgien, stimmt das nicht ganz. Ich bin gerade mal wieder in St. Petersburg unterwegs, habe aber natürlich immer ein Auge auf Georgien und werde auch bald wieder zurück sein in meiner Wahlheimat. Um wieder nach dem Rechten zu schauen, ob dort alles beim Alten ist. Und ja, und dann kann ich euch bald auch im Sommer davon berichten, wie der Tourismus sich vor Ort anfühlt, weil auch in Poti passiert ganz, ganz viel. Immer wieder, zum Beispiel gibt es jetzt im Sommer auch wieder ein Festival am Strand. Letztes Jahr gab es das schon und man sieht immer, wenn man, ich gehe zum Beispiel sehr, sehr oft am Strand lang joggen, also über den ganzen Winter über eigentlich. Und man merkt einfach, dass auch am Strand immer mehr passiert. Jetzt wird es wahrscheinlich dieses Jahr wieder sein, dass es mehr Stände gibt. Früher waren das mal ein, zwei, vor noch 2, 3 Jahren. Letztes Jahr waren es schon wesentlich mehr. Dann kam halt noch eine Bühne dazu. Dann kommt ein Fußballplatz dazu und so weiter. Das wird immer ausgebaut. Der Strand ist ja auch riesig. Der Strand ist auch super schön und hat Potenzial. Und wenn jetzt das ein oder andere Festival im Sommer noch dazu kommt, dann wird es natürlich richtig geil. Und das kann ich euch natürlich dann auch aus erster Hand sagen, wie der Tourismus in Poti sich weiterentwickelt. Denn Georgien ist nicht nur Tiflis, nicht nur die Berge, nicht nur Batumi. Nein, Georgien ist auch, ja, wie ihr wisst, auch Poti. Ich bin ja absoluter Enjoyer und deswegen denke ich einfach, dass es auch für all die Nationen, die ich jetzt hier aufgeführt habe, natürlich eine Reise wert ist, nach Poti mal abzusteigen, auch wenn es nicht direkt am Flughafen liegt. Aber wir haben Batumi und Kutaisi jeweils ungefähr eine Stunde weg, zwei Flughäfen in der Nähe und der dritte in Georgien ist dann halt Tiflis. Und by the way, Poti hat auch einen Flughafen. Der ist zwar jetzt aktuell nicht aktiv, aber früher gingen da Flüge halt nach Batumi. Und ich bin mal gespannt, weil es gibt wohl einige Pläne, das jetzt touristisch äh,
zu erschließen. Vor allem jetzt am Baltakwa Beach, wenn ihr euch auf der Karte mal anguckt, der Hauptstrand, dahinter ist eine ziemlich große Fläche, also grüne Fläche. Und ich denke mal, dass da das ein oder andere Hotel gut hinpasst. Und wenn man das clever macht, dann bin ich mal gespannt, ob es vielleicht dann doch irgendwann mal einen Flughafen in Poti wieder gibt, der aktiv ist. Ja, es bleibt spannend. Und was den Tourismus angeht, kann man eben auch ganz klar noch sagen, dass das Wachstum jetzt nicht wie früher vor allem aus Russland kommt und aus den direkten Nachbarländern wie Türkei und so weiter. Türkei ist übrigens sogar rückläufig gewesen, ich denke mal wegen der schwachen Währung, sondern es ziemlich breit gefächert ist. Viel aus der EU, UK zum Beispiel stark gewachsen, aber eben auch Länder, die relativ weit weg sind, haben Georgien entdeckt. Und deswegen bin ich da ziemlich positiv, was die touristische Zukunft angeht. Äh, Das hat natürlich auch wieder den Effekt, dass Immobilieninvestitionen in Georgien immer attraktiver werden. Natürlich wird auch oftmals viel zu viel gebaut und dann teilweise auch gar nicht fertiggestellt. Das ist dann natürlich die andere Seite der Medaille. Aber man muss ja auch nicht in jede Immobilie investieren, nur weil es ein schönes Prospekt dazu gibt. Ja, und wie ich gesagt habe, ich bin gerade mal wieder in St. Petersburg. Heute hatte ich übrigens mein Interview mit dem georgischen Finanzamt. Und zwar hatte ich euch ja gesagt, dass die Modalitäten für Businessgründung sich verändert haben hier in Georgien seit 1. März und für Leute, die schon ein Business hatten, äh, seit 1. Mai, also ist der Stichtag der 1. Mai. Bis dahin muss man die Work Permit beantragt haben und dazu gehört eben auch das Interview. Da hatte ich heute kurzfristig einen Termin reingekriegt, also da kam gestern rein, heute früh hatte ich das Gespräch. Die wollten halt wissen, ja, was machst du so, wo kommen deine Kunden her und so weiter. Hat ungefähr 5 Minuten gedauert mit einem jungen Herrn, den ich kaum verstanden habe, weil der scheinbar im Großraumbüro saß und ringsum übelst viel geredet wurde, dass ich echt permanent Probleme hatte, ihn überhaupt zu verstehen. Aber am Ende konnte ich seine Fragen beantworten und was ich aber eben auch gehört habe, ist, dass für euch, falls ihr beispielsweise jetzt nur aus dem Ausland eure Kunden habt, ähm, das dann doch gar nicht mehr so relevant ist, unbedingt die Work Permit zu kriegen. Scheinbar haben die sich da so ein bisschen verrannt und Leute abgeschreckt, die dann ja vielleicht doch nicht mehr in Georgien ihr Business gründen wollen oder investieren wollen, sodass sie diese Sache jetzt ein bisschen aufgelockert haben. So meine Informationen, wie wasserdicht das ist, kann ich euch noch gar nicht sagen. Das hatte mir nur meine Quelle gesagt, dass es wohl seit Mitte April da wieder ein paar Änderungen gegeben hat, würde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Und ansonsten, ja, ich habe jetzt hier auch meinen ersten Kontakt mit der russischen Polizei gehabt. Noch bin ich nicht im Knast, keine Angst, wird wahrscheinlich auch nicht so sein. Aber ja, ich kann es mal wieder nicht lassen und bin einfach hier Auto gefahren. Die Antonina hatte gesagt, ja, ich habe gar keine Lust, Auto zu fahren. Hast du nicht Lust? Und ich sage, ja klar habe ich Lust. Ich will immer im Ausland irgendwo mal Auto fahren, habe aber natürlich nur einen deutschen Führerschein. Und dann haben wir so geschnackt und dann meinte sie, ja, komm, ähm, ich wurde jetzt schon seit bestimmt 10 Jahren nicht mehr angehalten. Wenn man nichts macht, dann passiert da eigentlich auch nichts. Ich dachte, okay, was soll schon schief gehen? Und was soll schon schief gehen, ist dann darin geendet, dass ja, ich irgendwie, wie es in Georgien so üblich ist, über einen Zebrastreifen gefahren bin, da irgendwo am anderen Ende ein paar Leute standen und da gerade draufgelaufen sind. War zwar noch relativ weit weg, stand noch ein Reisebus davor, ich habe das alles relativ spät gesehen. Und direkt dahinter standen natürlich, naja, wie ihr es euch denken könnt, die Polizei hat uns rausgeholt und bin ich mit einem relativ blauen Auge davon gekommen. Kann euch jetzt aber auch eine gute Info weitergeben. Also falls ihr mal in Russland Auto fahren wollt, ihr braucht gar keinen internationalen Führerschein. Ihr müsst nur euren Führerschein übersetzen lassen und das reicht. Zumindest hat der Polizist das gesagt und der war auch sehr, sehr freundlich und hat uns dann, wie gesagt, mit einer Geldstrafe im moderaten Bereich, so vielleicht umgerechnet noch nicht mal 20 Euro,
also ich durfte dann natürlich nicht fahren, sondern sie ist gefahren, weiterfahren lassen. Aber ich muss halt den Führerschein jetzt übersetzen lassen und dann kann ich hier eigentlich Auto fahren. Also wenn ihr das mal vorhabt, ihr braucht so jetzt die Information aus meiner ersten Hand quasi von der Polizeikontrolle, braucht keinen internationalen Führerschein, sondern einfach nur einen übersetzten Führerschein und das war's. Und fahrt natürlich ordentlich, nicht so wie ich. Ansonsten wünsche ich euch was. Wenn ihr touristisch das Land erschließen wollt, kann ich euch natürlich immer wieder Regina und Gerold in Marani empfehlen. Ist jetzt nicht der klassische Hotelurlaub, sondern steht halt auch mal irgendwie der Esel in der Küche und so. Aber dafür ist es individuell lustig und mit Sicherheit auch kulinarisch interessant. In dem Sinne, Grüße nach Marani, Grüße nach Georgien und Grüße nach Deutschland und sonst wohin auf der Welt. Ciao, ciao.